In der Nähe von Gossau im Kanton St. Gallen befinden sich die Ruinen der Burg Helfenberg. Nicht zu verwechseln mit der namensgleichen Burgruine im Thurgauer Seebachtal, über welche wir bereits einen Dokumentarfilm mit dem Titel Burg Helfenberg, die Herren des Moors produziert haben. Zurück zur aktuellen Burg. Erbaut wurde die oberhalb der Glattschlucht liegende Anlage vermutlich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Allerdings scheint davor schon eine Burg, das Castrum Helfenberg, an gleicher Stelle gestanden zu haben. Ein Teil der ehemaligen Burg ist durch die Erosion des Geländes leider im Laufe der Zeit in das Tobel hinabgestürzt. Noch zu sehen sind Teile der Umfassungsmauer, die Grundmauern eines kleinen Gebäudes, welches auch als Zwinger gedeutet wird, sowie der Rest eines Wohnturms mit unregelmäßigem Grundriss. Leider lassen die noch vorhandenen Überreste nur wenige Rückschlüsse auf das einstige Aussehen der Burg zu. Helfenberg war Wohnsitz der Familie der Gielen von Glattbruck. 1244 gründete Ritter Rudolf II. Das Kloster Magdenau und stiftete neben anderen Gütern auch die Burg. Die Glattbrucker bewirtschafteten das Gut allerdings als Lehen weiter. Kurz vor 1341 muss die Burg zerstört oder zumindest erheblich beschädigt worden sein. Denn die Familie, welche sich nun von Helfenberg nannte, baute sie in jenem Jahr wieder auf. Spätestens 1388 war die Burg im Besitz des Klosters St. Gallen. Dieses ließ Helfenberg von Dienstmannen verwalten. – 1401 belagerten Bauern aus der Umgebung die Anlage. Ein Vorbote des Niedergangs. Im Jahr 1407 wurde die Burg schließlich in den Appenzeller Kriegen von den aufständischen Bauern niedergebrannt und blieb dem Zerfall überlassen. In den 1930er Jahren fanden erste Ausgrabungsarbeiten statt. 1964 und 1965 wurden die Mauerzüge gesichert und konserviert. Die letzte Sanierung erfolgte 2010. Die Ruine ist nur zu Fuß über einen Wanderweg zu erreichen.